Ein Junge und ein Wolf gehen durch den Schnee, doch sie sind nicht allein. Sie gehen tiefer in den Wald, ohne zu wissen, was sie erwartet. Der Wald ist still, zu still. Plötzlich bleibt der Wolf stehen. Er spürt etwas Gefahr. Der Junge folgt seinem Blick. Zwischen den Bäumen erscheint eine Hütte. Langsam gehen sie näher. Etwas stimmt hier nicht. Und dann öffnet er die Tür. Er tritt vorsichtig in die Hütte ein und spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Die Hütte wirkt verlassen, doch die Luft fühlt sich schwer und unruhig an. An den Wänden hängen Tierfelle und erzählen von einem Jäger, der hier lebt. Mitten im Raum liegt eine Falle und zeigt, dass dies kein sicherer Ort ist. Ein alter Rucksack liegt am Boden, als hätte ihn jemand hastig zurückgelassen. Frische Spuren im Schnee zeigen, dass hier vor kurzem jemand gewesen ist. Er erkennt plötzlich, dass dies kein Zufall ist, sondern eine vorbereitete Falle. Er schaut nach oben und sieht die Falle. Die Falle ist bereit, genau über ihm. Er bewegt sich nicht. Ein falscher Schritt könnte alles auslösen. Zwischen den Bäumen steht ein Mann und beobachtet die Umgebung ganz ruhig. Sein Blick richtet sich direkt auf die Hütte im Wald. Langsam beginnt er, sich durch den Schnee auf die Hütte zuzubewegen. Im Inneren bleibt der Wanderer regungslos stehen und wagt kaum zu atmen. Draußen beobachtet der Wolf den Wald und spürt die Gefahr näher kommen. Seine Spuren im Schnee führen direkt zur Hütte. Mit jedem Schritt kommt er näher und die Spannung steigt weiter an. Langsam bewegt sich der Wanderer zurück und versucht, keinen Fehler zu machen. Der Wolf dreht den Kopf und hat den Jäger jetzt im Blick. Zwischen den Bäumen erscheint seine Silhouette und alles wird plötzlich still. Er steht direkt vor der Tür und bleibt vollkommen still. Seine Hand legt sich langsam auf die Klinke. Drinnen blickt der Wanderer zur Tür und bewegt sich keinen Zentimeter. Der Wolf bleibt versteckt und beobachtet die Tür ohne Geräusch. Er drückt die Klinke leicht nach unten. Die Klinke bewegt sich langsam und die Spannung steigt. Der Wanderer hält den Atem an und wartet auf das Geräusch. Plötzlich hält er inne und bewegt seine Hand nicht weiter. Er dreht den Kopf und lauscht in den Wald hinein. Er geht von der Tür weg und verschwindet wieder zwischen den Bäumen. Du hast dir den falschen Ort ausgesucht. Diese Hütte gehört mir. Seine Hütte, das bedeutet, jede Falle hier ist von ihm geplant. Gedanken. Etwas stimmt nicht. Er hat keine Angst, er wartet nur. Alles ist vorbereitet. Du bist genau da, wo ich dich haben wollte. Ich bin in eine Falle gelaufen und es gibt keinen einfachen Ausweg mehr. Ich muss nicht rein, die Hütte erledigt den Rest für mich. Ein falscher Schritt und alles endet genau hier. Gedanken. Wenn ich jetzt nichts tue, wird er sterben. Da bist du also. Ich wusste, dass du nicht weit bist. 2 Beute. Heute habe ich wirklich Glück. Der Jäger hebt langsam seine Waffe. Seine Augen folgen jeder Bewegung zwischen den Bäumen. Doch der Wolf bewegt sich anders. Schnell, leise und unberechenbar im dichten Schnee. Ein Schuss durchbricht die Stille, doch das Ziel ist längst verschwunden. Im Inneren der Hütte erkennt der Wanderer seine einzige Chance. Die Falle über der Tür ist kein Zufall. Sie ist der Schlüssel zum Überleben. Draußen verliert der Jäger für einen kurzen Moment die Kontrolle über die Situation. Der Wolf nutzt genau diesen Moment und nähert sich lautlos von hinten.
Dann passiert es plötzlich, ein Angriff aus dem Schatten, schnell und präzise. Der Jäger stolpert nach vorne, direkt auf die Hütte zu, ohne nachzudenken. Und genau in diesem Moment läuft er in seine eigene Falle. Die Falle über der Tür löst sich aus, genau in dem Moment, in dem der Jäger eintritt. Das Netz drückt ihn direkt am Eingang zu Boden, halb draußen, halb drinnen. Noch am Boden reagiert der Jäger sofort. Seine Hand findet das Messer. Der Wanderer bleibt im Inneren. Er weiß, dass Abstand jetzt sein einziger Vorteil ist. Mit jedem Schnitt wird das Netz schwächer und der Jäger gefährlicher. Draußen wartet der Wolf, ruhig aber bereit, jeden Moment einzugreifen. Ein Arm ist frei und das reicht, um die Kontrolle zurückzuholen. Zwischen ihnen entsteht ein stiller Kampf. Keiner weicht zurück. Die Falle hält ihn nicht mehr lange. Der Moment kippt wieder zu seinen Gunsten. 3 Positionen, ein einziger Augenblick und alles steht kurz davor zu explodieren. Ohne zu zögern schlägt der Wanderer zu, genau im richtigen Moment. Der Treffer sitzt und nimmt dem Jäger jede Kontrolle. Sein Körper gibt nach und sinkt kraftlos zu Boden. Langsam lässt der Wanderer die improvisierte Waffe fallen. Der Kampf ist vorbei. Dann nimmt er das Gewehr an sich, nicht aus Macht, sondern aus Vorsicht. Er nimmt es mit, nur um sicher zu sein, dass die Gefahr nicht zurückkehrt. Ohne zurückzublicken geht er weiter, weg von diesem Ort. Und diesmal geht er nicht allein. Der Wolf bleibt an seiner Seite. Kein Wort wird gesprochen, doch ein stilles Band ist entstanden. Und so endet diese Nacht nicht mit einem Sieg, sondern mit dem Überleben.